Auf der Suche nach dem besten Einkreiser vergleichen wir die Lelit Victoria mit der Profitec Go, denn beide haben in unserem Test ordentlich abgeliefert. Die Frage ist aber, wie ist es Kopf an Kopf? Wer hat wo die Nase vorne? Genau das ist Thema in diesem Video. Zwei interessante Espressomaschinen im Einkreiserbereich stehen hier heute auf dem Tisch. Ihr wolltet von uns wissen, lieber die Lelit Victoria oder eben doch die Profitec Go. Beide kosten fast das gleiche, haben ganz ähnliche Maße und doch die ein oder andere Nuance in der Performance, die vielleicht mehr für die eine oder andere spricht. Welche für euch passend ist, das wollen wir heute besprechen, Michel. Bevor wir einsteigen, ganz kurz, Einkreiser. Was ist das auch im Vergleich zum Zweikreiser? Ihr habt einfach einen Boiler in der Maschine drin. Dieser Boiler hat in dem Fall einmal 0,3 und 0,4 Liter Füllmenge und der ist da, um euren Kaffee zu brühen. Das bedeutet aber auch, wenn ihr schäumen möchtet, müsst ihr diesen einzelnen Boiler erhitzen und müsst den auch wieder runterkühlen. Das heißt, pauschal würde ich auf jeden Fall schon mal Einkreiser da bei euch zu Hause einordnen, wo ihr sagt, es ist eigentlich der absolute Espresso-Fokus. Ja. Wir trinken oder ihr trinkt lieber Espresso und der Cappuccino oder das andere Milchgetränk, ein Flat White oder ein Latte Macchiato ist eher so die Ausnahme. Ja. Denn es bedeutet doch immer wirklich ein bisschen Wartezeit, Aufwand in diesem Sinne auch, um genau dieses Aufheizen und Runterheizen dann eben über die Bühne zu bringen. Und tatsächlich ist immer auch die Frage, ist danach die Temperatur des Espressos wieder konstant und kommt man eigentlich da an, dass das, bevor das Espresso machen, Spaß macht. Ansonsten, Michel, habe ich schon eingangs gesagt, sind die Maschinen ja sehr ähnlich. Ja. Preislich. Also die Höhe ist echt spannend. Hör auf den Zentimeter. Ja, ich glaube, du kannst echt so aufeinander stellen oder nebeneinander stellen. Du siehst es wirklich auch gerade komplett passend. Und sie sind beide sehr schmal. Also ich habe auch gestaunt, dass auf unser Verlängerungsbrett beide Maschinenplatz haben. Ich habe noch gedacht, ich muss was zuschneiden. Und dann haben wir ein bisschen mehr Gewicht bei der Profitec. Wenn ihr wirklich in die Tiefe des einzelnen Gerätes gehen möchtet, dann guckt doch auf jeden Fall noch die Einzelvideos. Es gibt eins von der Victoria und eins von der Go. Und da habt ihr dann alle Daten nochmal sehr präzise. Wenn wir dann zum Wassertank gehen, da merkt man so ein bisschen preislicher Unterschied ist auch nicht so die kostet groß, das Gleiche. Ja, die ist schon ein bisschen günstiger. Also ihr kriegt eine Victoria für unter 800. Ja, genau, schon wenn ich mir das anhöre, ist so, irgendwo hat jetzt der Wassertank gekratzt, ein bisschen am scharfen Metall, wo auch immer. So, und jetzt, das ist hier ein bisschen schade, dass hier ist so das Greifen schwierig, weil ein Griff fehlt, aber der geht nicht so schwer raus. Und ich habe dann einfach so den Wassertank. Ja. Also tatsächlich, hier dieses ganze Plastik ist ein bisschen billiger. In dem, wie es sich anfühlt, auch die Gießkanten oder ich weiß auch nicht, wie man das nennt, aber diese Kanten, diese Schrubbel hier sind deutlich ausgeprägter, während das Ganze da bei der Profitec Go doch deutlich sauberer wirkt, verarbeitet wirkt. Und dann habt ihr hier natürlich noch dieses Schlauchgefriemel, das ist jeweils einmal der Zuwasser und dann auch wieder den Rückspülschlauch, der Wasser zurückgibt. Die müsst ihr dann beide einführen, bei der anderen hat es ein sauberes Ventil unten. Also würde ich auch sagen, an der Stelle eher einen Punkt für die Go. Ja, ich finde den ein bisschen einfach. Sehr einfach. Mhm. Ich finde der ist dünn, der ist relativ scharf, sag ich jetzt mal, aber den kann man schön greifen. Mhm. Und das ist eigentlich ein gebogenes Blech, das passt wunderbar drauf und es sieht auch gut aus, aber es ist mir fast ein bisschen zu einfach. Das hätte man ein bisschen schöner lösen können. Michel, jetzt gerade haben wir ja Preis eigentlich schon gesagt, aber lasst es uns nochmal konkret machen. Was kostet die Maschine in der Schweiz? Was kostet sie im EU-Raum? Also ihr seid bei der Profitec Go im EU-Raum bei rund 900 €, so 880, 890, je nachdem, wo ihr sie findet. In der Schweiz bei knapp 1000 Franken, 950, 990. Bei der Victoria seid ihr im EU-Raum bei 780, 790 €. In der Schweiz irgendwo bei 850, 890 90 Franken. Genau. Ja, wenn wir jetzt so bei der Materialität sind, ja, die ist jetzt in Schwarz. Und Schwarz macht ja immer das Material noch so ein bisschen robuster, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen hochwertiger. Es fühlt sich dann immer auch nicht so blechig an. Ja. Das sagen wir auch gerne bei den anderen Modellen von Lelit, dass die lackierten Varianten tatsächlich ja etwas
von außen ein bisschen stabiler wirken, ne? Und auch ja ein bisschen besser verarbeitet erscheinen, wobei darunter ist natürlich das gleiche Blech, es ist jetzt nur hier eben Ja, lackiert. wobei das ist wahrscheinlich schon ein bisschen dicker, hätte ich jetzt gesagt. Das ist bestimmt wieder nur der Lack, Michel. Okay, lassen wir es beim Lack. Wenn wir schon beim Lack sind, wenn unten was in die Tropfschale läuft. Dann weiß ich, welche ich nehme. Da 900 Milliliter, 900 Milliliter zu 600? 500 sogar noch. 500 sogar nur. Also das ist wirklich kaum Tropfschale zu nennen. Da könnte man auch sagen, größerer Unterteller. Ja, vor allem, weil halt hier super viel Raum drin ist, weil sie sie hat auch einen super breiten Rand und sie ist nicht so tief und das macht halt einfach, was sind 400 Milliliter, das ist recht erstaunlich, ja, ist krass. Ja, sie ist halt länger, sie ist tiefer und das macht hier eben den entscheidenden Unterschied. Also unser Tropfschalengewinner heute, was nicht alles für Kategorien gibt. Tropfschalengewinner ist die Lelit Victoria. Ja, definitiv. Übrigens auch hier echt schön, das will ich auch nochmal betonen. Mir gefällt das ja, eigentlich finde ich dieses braune Gummi nicht schön, Ja. aber es ist an vielen sinnvollen Stellen untergebracht, weswegen die Maschine relativ wenig klappert. Ja. Und auch hier, wenn die Tropfschale dann sitzt die eigentlich. Ja. Und wir haben eben keinen Klappermoment, während du dann doch deutlich ein bisschen mehr Klappern bei der Auf jeden Go Fall. hast. Also das ist sicherlich, wäre jetzt eine einfache Verbesserung nochmal für deine Maschine. Hier haben wir dann zusätzlich noch ein Gitternetz. Also es sind ja so kleine, feingliedrigere Streben. Das führt dazu, dass das Wasser besser abtropft, besser abläuft, während wir bei der Go ein bisschen mehr Wasserstand haben. Das bleibt da oben drauf. Hier ist das Reinigen mit einem Lappen zwischen den Bezügen deutlich wichtiger als hier. Hier wird dann doch sehr viel schneller das Ganze nochmal abtropfen. Auf jeden Fall, definitiv. Wenn ich jetzt eine Kleinigkeit noch einwerfen möchte, wenn du so das Drehrädchen anguckst, gefällt mir, auch wenn das auch ein bisschen popelig ist, dieses Drehrädchen des Dampfhahns, dann ist das schon die tiefste Wertung. Auch so ich finde, guck, das ist eigentlich spannend. Ich wünsche mir den Vorderteil und den Hinterteil, weil eigentlich ist das halt nicht so schön. Also ich finde die Ausläufe sonst bei den Profitec-Maschinen, ihr kennt das wahrscheinlich, die laufen so leicht spitz zu, sind vor allem auch hinten, man kann super auf dem Boden des Siebträgers tempen. Und hier hat man einfach die günstigere Variante genommen, die sind nicht ganz so schön verarbeitet. Und das ist da viel schöner. Genau, hier haben wir diesen Original Lelit im Auslauf vorne, Ja. der eben nach vorne den Espresso auslaufen lässt, was tatsächlich immer schön ist, weil er in eure Richtung läuft. Außerdem sind die auch relativ nah beieinander. Also Ja. das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Hier haben wir wiederum aber ein relativ einfaches, günstiges Plastik. Man sieht es auch, also es ist wirklich, auch hier sind wieder diese schärferen Kanten, die einfach bei nicht so gut verarbeitetem Plastik immer mal wieder oder Kunststoff sichtbar sind. Und das ist so der Standard VEMA E61 Ja. Siebträgergriff. Das fässt sich gut an, das ist okay. Eben darum, ich würde mir die Kombination wünschen. Dann würde ich jetzt sagen, in der Siebträgerwertung ist es ein Unentschieden. Unentschieden, Michel. So. Aber 1-0 für mich im Einspann. Steht nachher so wieder 5:1 für mich, aber ist egal. Manometer, du bist ein Manometer-Freund, oder? Ja. Schöne Manometer ist wie schöne Uhren, auch da. Nein, Nicht? nein, würde ich mal. Warum jetzt? Also, Weil sie falsche Aussagen machen. Darum habe ich Mühe damit. Weil oftmals, wenn ihr eine Zweikreisermaschine da zu Hause habt, die Zweikreisermaschine zeigt euch an, nach 10 Minuten, 12 Minuten, dass sie auf vollem Druck ist, aber nicht heiß. Es ist zwar ein schönes Feature, aber es ist nicht wie eine Uhr, dass es eben sinnvoll ist. Aber wenn wir schon bei Uhren sind, sie haben beide einen Shot-Timer. Ich meine, das war ja schon, als wir die das erste Mal getestet haben und auch bei der Lelit. Hey, sorry, bei den großen Zweikreisern kriegen sie es nicht hin, einfach so ein Display ranzubauen. Und hier ist es bei beiden einfach Standard. Und das ist ja jetzt echt kein... Ich muss mich da mal länger mit Maschinenherstellern unterhalten, weil das wird ja jetzt nicht eine Stange Geld kosten, aber Nein. das macht so viel leichter. Ich finde, Funktionalität
und Optik, das Lelit schöner. Ja. Weil das einfach noch so das von vor, ich glaube, die Displays sahen schon so aus, als wir das erste Mal Espresso gemacht haben. Das ist jetzt auch schon über ein Jahrzehnt her. Gut, ja. Okay. Also, Display, hier können wir noch ein bisschen mehr einstellen. Genau, ihr könnt theoretisch eine Vorbrühung einstellen, die ist aber mit einer Entlastung verbunden. Also ihr macht Wasser drauf, ihr entlastet das Wasser komplett vom Kuchen und brüht dann wieder, was nicht unbedingt extraktionsfreundlich ist. Darum könnt ihr euch entscheiden, ob keine Vorbrühung oder eine schlechte Vorbrühung. Ich würde das jetzt so im Raum stehen lassen. Was ich aber finde, wenn wir jetzt bei Manometern sind, finde ich das von Profitec wieder schön. Genau, lass uns das noch kurz durchsprechen. Genau, Manometer, weil ich finde tatsächlich, hier ist halt ein Manometer drin. Ja. Und die Profitec Go als Ganzes ist in sich, finde ich, eine ästhetische Maschine. Ja. Also die hat eine ganz klare Linie. Es gibt da ja auch noch verschiedene Farben. Ja. Das ist wirklich gegriffen. Und hier hat man ganz bewusst, glaube ich, auch diesen Farbton gewählt. Also das wirkt jetzt nicht wie ein Manometer von der Stange, Nein. sondern ich glaube, hier wurden viele Designentscheidungen getroffen. Ja. Während die hier ja ein bisschen aussieht wie eine verquetschte Elisabeth. Ansonsten das aber relativ Standard. Die Lelit Mara X sieht auch so aus. Und bei all diesen Maschinen, ja, würde ich sagen, sind das jetzt keine großen Designsprünge. Während hier, glaube ich, einiges mehr an Überlegung hineingeflossen ist und das Ganze einfach sehr schön für sich steht. Lass uns auch noch kurz über Knöpfe sprechen und die sind lustigerweise fast leuchten gleich. Fast gleich. Na, hier haben wir so eine permanente Leuchte und die zeigt uns eben an, blinkend, dass sie bezieht. Ich drücke jetzt hier nicht wieder drauf, sonst geht wieder der Dampfmodus los. Ganz ähnlich, da haben wir dann die Leuchte daneben versetzt. Hier hätten wir die Aktivierung des Dampfmoduses und hier haben wir die Wasser- oder Heißwasserausgabe. Da drüben haben wir zusätzlich noch einen Schalter, der uns zeigt, ob wir an oder aus sind. Ja, der ist bei dir auf der Seite. Der ist bei mir auf der Seite, hier schön versteckt, genau. Was noch zu sagen ist, ich habe eine ordentliche oder funktionierende Teewasserausgabe. Dafür müssen wir hier den Knopf drücken und dann den Dampfbezug starten und dann gibt er uns auch Wasser. Bei dir funktioniert das nicht wirklich. Ja, bei mir kommt einfach so ein bisschen, jetzt kommt gerade Dampf. Vielleicht kommt aber wieder ein bisschen Wasser. Für einen kurzen Amerikaner könnte es vielleicht reichen. Aber ist jetzt keine wirklich befriedigende... Nein. Ja. Das, genau. Bei den Boilern haben wir einmal einen 0,3 Liter Boiler einfach bei der Victoria und einmal einen 0,4 Liter Boiler bei der Go. Der hier ist nicht isoliert, der hier ist isoliert. Und spannenderweise können wir gerade den Bogen zum Stromverbrauch machen, weil der kleinere, nicht isolierte Boiler braucht genau gleich viel Strom wie der große, isolierte Boiler. Wir sind bei 5 Bezügen bei 0,12 in beiden Fällen. So macht keinen großen Unterschied. Kilowattstunden, genau. 5 Bezüge plus Aufheizen. Wobei die Aufheizzeit natürlich auch nochmal unterschiedlich ist. Aber am Ende sind wir dann eigentlich bei der gleichen Energieverbrauchsgeschichte. Eine der wichtigsten Fragen zu Hause, zumindest für mich, ist, wie schnell ist eine Espressomaschine bereit? Wann kann ich meinen ersten Bezug machen? Also vom aus dem Bett torkeln zur Espressomaschine bis zu dem Moment, wo dann der Espresso auch laufen kann. Und da haben wir mit Tricks und Tipps ja schon welche oder euch schon geliefert, insbesondere zu der Maschine. Die Maschine hat ein eigenes spezielles Setup dafür. Michel, jetzt out of the box, wie ist die Aufheizzeit der beiden Maschinen? Also bei der Go mit der neuen Softwareversion, die neue Softwareversion ist schon da, seit wir den letzten Test gemacht haben, also schon guten Jahr auch. Und da habt ihr dieses Fast Heat Up. Das heißt, die Maschine geht erstmal in den Dampfmodus, kühlt sich dann nochmal eine Minute aus, dann müsst ihr spülen und ihr könnt nach 7 Minuten und 40 Sekunden bereits einen ersten Espresso-Shot machen. Ihr könnt das auch selbst simulieren, wenn ihr die neueste Software nicht drauf habt. Haben wir alles damals erklärt, genau. Dann haben wir einen guten Shot oder einen ordentlichen Shot. Genau, dann haben wir einen ordentlichen Shot, dann haben wir 2, die so hart an der Grenze zwischen 91 und 92 Grad liegt. Und danach, da kommt irgendwie so dieser wachen Moment in der Go drin, nämlich nach dem 3. Shot ist dann absolut top. Und der kleine, beziehungsweise der größere Boiler hat auch beim BBC-Protokoll bei den 13 Brühungen, die wir da machen, wirklich richtig gut performt. Ja, absolut. Das werden wir dann gleich auch beim Espresso nochmal besprechen. Michel, wichtig hier, das geht einfach so.
Ja. Das geht einfach per Knopfdruck. Ja. Wir müssen die Maschine nicht babysitten. Hier sind wir bei einer deutlich langsameren Aufheizzeit. Ja. Standardmäßig muss man ganz klar sagen, da müsst ihr fast das Dreifache an Zeit warten. Also ihr braucht bei der Lelit Elisabeth einschalten und einfach warten, braucht ihr 22 Minuten, bevor ihr brühen könnt. Auf jeden Fall. Dann ist sie allerdings auch sehr konstant. Ja. Dann ist sie ordentlich konstant. Also dann sind die Bezüge so, dass man da sich auch relativ gut drauf verlassen kann. Ja, absolut. Und dann haben wir den lieben Thomas. Und der hat sich gedacht, was eine Profitec Go kann, programmiert, das kann ich doch manuell genauso. Und das hat er dann ausprobiert. Genau. Mit einem Hindernis, ihr könnt bei der Maschine, bei der Lelit, nicht den Dampfschalter schon einschalten, bevor der Boiler auf Kaffeetemperatur ist. Das heißt, ihr müsst den Espresso-Boiler einschalten, müsst warten, bis er 93 Grad anzeigt, dauert plus minus 4 Minuten. Und dann schaltet ihr den Dampfboiler ein. Und dann überheizt ihr sie und habt so eine Verkürzung auf 12 Minuten. Ja. Das Protokoll gibt's auch im langen Video oder sonst im Blogbeitrag von Benjamin. Und so könnt ihr da das Ganze nochmal reduzieren und seid dann beim ersten Shot sehr gut, bei Shot 2 und 3 dann einfach zu tief. Jetzt haben wir hier einen ziemlich engen Begleitungsprozess, weil eben nichts programmiert ist. Das heißt, wir müssen da den Boiler anmachen, sobald wir können, sprich wenn die aufgeheizt ist und dann nachher noch den Spülshot machen. Auch hier müssen wir ein bisschen babysitten. Vor allem nach diesen 6 Minuten. Ja. Also ihr schaltet ein, frühs, geht vielleicht auf die Toilette oder so, je nachdem wie lange dieser Prozess nachher dauert. Aber dieser Prozess hier dauert 6 Minuten. Und dann zeigt das Display mir an, dass ich einen Flush machen muss. Und den müsst ihr dann tun, weil dieses Flush-Anzeigen, das verschwindet dann irgendwann. Und dann dann müsst ihr einfach nicht 20 Sekunden spülen, sondern nur 15 oder nur 20 oder nur Ja, also 10. wenn ihr wissen wollt, wo ihr seid, müsstet ihr das Flush in dieser Zeit machen und ansonsten müsstet ihr dann wiederum warten, bis die Maschine dann eben runtergekühlt ist von selbst. Deswegen macht es da tatsächlich auch Sinn zu sagen, ich starte die Maschine, stelle mir einen Timer, nach 6 Minuten geht die Eieruhr und dann kann ich da schnell spülen. So. Hast du noch eine Eieruhr? Ja, so symbolisch. Michel, das ist eigentlich die Aufheizzeit und ich würde sagen, also beide Maschinen sollten ja jetzt warm sein. Ja, die sind auch schon ein Momentchen an. Und dann wollen wir noch einen schnellen Espresso trinken. Ja. So, dann machen wir das. Schön, oder? So. Ja. So ein Espresso nebeneinander. parallel gelaufener Espresso. Also, beide Maschinen machen guten Espresso. Überhaupt gar keine Frage, Michel. Wenn ich jetzt, das wäre für mich beides super. Also ich hätte mit beiden Spaß, wenn ich das so zu Hause mir beziehen würde. Boah. Für mich ist hier, ich finde ihn mega cremig und ich finde den ein bisschen mehr in der Säure, aber schön. So. Ja, Momentaufnahme, beide gute Espressi. Und das entspricht auch dem, was wir so erlebt haben mit den Maschinen. Haben wir ja schon gesagt, Temperaturkurven, die waren im Prinzip da. Die sind jetzt beide gut durchgeheizt. Wir können dann allerdings sagen, es gibt eine kleine Differenz zwischen den beiden Maschinen. Denn im WBC-Protokoll ist diese hier wirklich sehr gut. Ja. Ist erstaunlich. Ja. Der kleine Einkreiser mit einem bisschen größeren Boiler, das mag es doch erklären, performt wirklich super gut. Also der performt auf dem Level von guten Zweikreisern, manch einem Dual-Boiler. Ja. Mit 0,7 irgendwas Standardabweichung im WBC-Protokoll. Ist irgendwie nach 7 Minuten heiß, klar, beim WBC-Protokoll. Dann ist sie noch nicht so präzise, ne? Sie muss Ja. dann noch ein bisschen länger heizen, Das stimmt. bis sie dann dahin kommt. Ja. Auch in diese Konstanz, weil in dem Protokoll nach 8 Minuten oder nach 7,5 Minuten ist sie noch nicht so da. Aber wenn die ein bisschen läuft, ist das wirklich super. Ja. Während wir hier
jetzt im Gegensatz zu der Profit Go dann doch bei 1,2 sind und das ist dann schon ein nicht so starker Wert. Ja. So Also ein sagen Kaiserwert. wir, ich habe eine Weinbar. Du hast eine Weinbar. Schöne Vorstellung. Du hast eigentlich quasi eine Weinbar. Ich weiß das. Ich kenn deinen Keller. Okay, ich habe eine gastronomische Weinbar. Ja. Nicht mein Keller. Okay. Du warst schon viel zu viel Gast bei mir. Ich finde zu selten. Aber lass uns doch noch über deine Weinbar sprechen. Und ich würde in dieser Weinbar nur Espresso servieren. Dann könnte ich mit der auch in einer Hochtaktung, was ja in der Weinbar nicht passieren wird. Frequenz geht. Erstaunlich, ne? Aber selbst das könnte ich mit der Espresso machen. Ja. Espresso, ja. Und könnte alle zufriedenstellen. Und hier hätte ich dann bei der Hochtaktung, was wahrscheinlich in meiner Weinbar nicht vorkommen würde, hätte ich dann irgendwo, wo sie dann abfällt. Ja, absolut. Ja, Aber ja. es wäre mit beiden möglich. Es wäre im Prinzip mit beiden möglich und ich glaube, Weinbar-Setting geht mit beiden, aber hier können wir wirklich sagen, wir könnten Espresso machen. Also wir können wirklich Espresso auch bei einem, weiß ich auch nicht, überall, wo man mit einer eingruppigen Maschine noch klarkommt, geht die jetzt erstmal auch im WBC-Protokoll nicht in die Knie und das ist natürlich schon super. Und das finde ich jetzt schon, ich meine, das muss man mal kurz zusammenfassen. Wir haben ja Maschinen, die sind deutlich unter 1.000 Euro. Und die liefern 100 euch... Euro unter 1.000 Euro. Ja, aber... Unter 1.000 Euro. Definiere deutlich. Für mich, ich finde deutlich. Ich meine nur, jetzt haben wir hier Maschinen, die echt Preis-Leistungs-Verhältnis Espresso voll abliefern. Und wir können heute Mühlen kaufen für unter 400 Euro, auf jeden Fall, die euch solide, gleichbleibende Partikelverteilung liefern und guten Espresso. Das würde bedeuten, für mich jetzt privat zu Hause, ich kann für 1.250 Euro, sage ich jetzt mal so, Ein super Setting. ein super Setting für richtig guten Kaffee. Ja, insbesondere Espresso. Ich bin da sehr, sehr hart, dass ich sage, wenn ich zwischendurch mal einen Cappuccino trinke, hole ich mir keinen Einkreiser. Weil dann nervt's mich. Das müssen wir jetzt gleich nochmal kurz Das müssen wir auschecken. noch mal- wir aber- müssen einfach den Dampf auch nochmal vergleichen und so weiter. Aber ich kann mit diesem Setting einfach leckeren Kaffee machen. Und das ist doch geil. Das ist mal ein Ausrufezeichen. Also für beide Maschinen ist das ein Ausrufezeichen, finde ich auch. Klar ist das auch sehr viel Geld, Ja. aber wir sind dann doch eben auch auf einer ordentlichen Konstanz, hier auf einer sehr guten Konstanz. Da bleiben eigentlich Espresso-bedingt nicht viele Wünsche offen, außer eben vielleicht noch zu sagen, ja, mal eine gute Präinfusion oder dann irgendwann vielleicht Druckprofiling oder. Michel, Das- noch ganz kurz, bei der Profit Go, witzigerweise hatten wir das schon in unserem großen Test, haben das da auch angesprochen. Wir hatten auch heute wieder die Tendenz, dass eine Seite voller wurde. Ja. Da müssen wir einfach nochmal gucken, liegt das irgendwie an dem Siebträger, in dem Auslauf, dass der mehr in die eine Richtung lenkt, aber das ist Aber Originalmaterial. der Tisch war jetzt heute gerade. Tisch ist gerade und wir hatten trotzdem eine vollere Tasse. Genau. Schön. Ja. Also ich finde wirklich, Möchtest du Cappuccino machen? Ja, wir müssen Cappuccino machen. ja, wir müssen Cappuccino machen. Hast du jetzt innerlich gar nicht dich darauf vorbereitet? Nein. Ich habe auch keine Milch geholt. Möchtest du Cappuccino machen? Ja klar, einheizen. Falscher Knopf. Ja, okay. Dann Deine Vorsprung. mein Vorsprung. Also ich bin da. Du bist schon da. 139. Also bei mir blinkt noch. Ich glaube, es ist 140. Bei mir ist 140 eingestellt. Ja. 139. Bei mir weiß ich es halt jetzt nicht genau, wo ich bin. Ich weiß nur, es blinkt noch. Es ist offensichtlich noch nicht da. Und bei dir? 139. Was heißt, du könntest oder was? Nee. Ja, doch. Geht gut. Genügend Druck, schon fast heiß. Ja, ist echt schön. Ja, ist schon.
bisschen liebevolleres Erhitzen, aber auch für eine Einerportion ist es okay. Schöne Rollphase, es hat nur ein Loch, das gibt mehr Druck drauf und jetzt ist schon da. Nicht ganz so schön. Der andere war schöner. Ich nehme ihn. Lieber Michel, das ist sehr feiner Cappuccino und ich bin auch mit meinem weniger schönen sehr zufrieden. Ich finde, du hast dir heute wirklich dieses wunderschöne 7er Tulpenmuster durchaus verdient. Und ich finde auch beide Maschinen haben sich's verdient, denn sie haben beide echt gut performt. Also, das ist man hat diese Wartezeit. Genau, hier hat man die längere Wartezeit und etwas weniger Aufheizzeit. So, ich würde jetzt mal sagen, schon fast Lely-typisch, wobei das bei der Bianca nicht stimmt. Und bei der Elisabeth glaube ich auch nicht. Aber so, die Mara X hat genügend Druck, aber eine langsame Aufheizung. Und hier habe ich auch genügend Druck, aber eine langsame Aufheizung. Da habe ich hier definitiv mehr Wumms. Und hier verteilt sich auf ein Loch. Und ich nehme mal an, das ist eine Zweilochdüse. Ja. Und da merkt man, dass hier nochmal mehr Wumms kommt. Und sie war jetzt irgendwie in einer Minute. Das sind 90 Sekunden und hier ist es 1 Minute. Es geht dann schon, aber am Schluss, ob ich jetzt 60 Sekunden oder 90 Sekunden, ja, mein Gott. Ja, ist am Ende ohnehin eure Entscheidung und eurem Gusto entsprechend, was ihr jetzt hier besser findet, was ihr hier gut findet. Aber auf jeden Fall ist möglich, mit beiden Maschinen sauber Milch zu schäumen. Und das ist ein klares Fazit. Und es gibt auch Zweikreiser und Dual-Boiler, die jetzt gar nicht so viel Performance dann nachher bringen im Schäumen. Das müssen wir ganz klar sagen. Also es war eine gute Schäumleistung von beiden. Entsprechend ist das Milchschaumergebnis, die Espresso-Qualität hat auch gestimmt. Und so haben wir jetzt in der Tasse einen tollen Cappuccino. Und das beste Beispiel dafür, dass es möglich ist, wenn ihr dann mal einen Cappuccino machen wollt, ja, dann geht das. Natürlich müssen wir nachher wieder runterheizen. Das dauert dann eben auch nochmal. Natürlich ist es dann schwierig, das wieder zu stabilisieren. Runterheizen. Runterkühlen. Kühlen. Aber lassen wir es so stehen. Also die Heizung wird sich reduzieren. Alle, was du gemeint hast. Ne? Eben, jetzt ist jetzt die auf 99. Die zeigt mir die Zieltemperatur ein mit 93, wo sie hinkommen soll. Genau. Das könntet ihr jetzt überbrücken. Mit einfach Wasser laufen lassen. Und dann seid ihr schnell wieder da und dann könnt ihr den nächsten Espresso machen. Ich muss eine Korrektur von meiner persönlichen Einstellung machen. Ja. Ich glaube, wenn ihr, sagen wir mal, ihr seid zu zweit zu Hause und ihr trinkt unter der Woche nur frühs, ihr seid beide vielleicht berufstätig, geht beide frühs aus dem Haus, wollt aber am Morgen gemeinsam einen Cappuccino trinken und braucht das dann eher für diese 2 und geht dann zur Arbeit und habt vielleicht am Wochenende nochmal 2 Cappuccini. Und habt nicht jedes Wochenende 8 Gäste. Was wahrscheinlich... Oder trinkt nur Cappuccino. Oder trinkt nur Cappuccino. Also, ich könnte es mir beiden vorstellen. Absolut. Ich finde auch tatsächlich dieses Setting, stell dir vor, du trinkst den Cappuccino, deine Partnerin trinkt den Espresso, ihr lasst einen doppelten Espresso raus und dann sagst du, jetzt heizt sich für mich noch schnell hoch und schäumen dann auch das Kännchen im Cappuccino. Easy. Also, ne? Insofern ist das alles natürlich hier auch eine Diskussion auf hohem Niveau. Das ist gutes Material, beide Maschinen erlauben euch, guten Kaffee zu machen und am Ende ist es dann eure Entscheidung, habe ich gerade schon gesagt. Ja. Wenn wir jetzt die nochmal nebeneinander stellen, finde ich auch noch gut, dass man hier oben den Druck der Pumpe von außen verändern kann, während hier das eine richtige, ja, ich sag mal, Kniffelei ist, auch hier das Aufschrauben zu machen, hier das Gummi wieder einzufügen und so weiter. Wobei ist das schon sehr viel angenehmer. Nicht. Nein, aber wenn man ran wollen würde, ist es einfacher da drüben. Absolut.
Es gibt einige Argumente für die Maschine. Es gibt, finde ich, noch ein paar mehr für die Maschine. Ja. Wenn wir die so kurz vergleichen. Ja. Wir haben hier eine bessere Temperaturkonstanz, wenn die Maschine länger läuft. Ja. Deutlich besser. Wir haben wirklich eine sehr gute Temperaturkonstanz. Wir haben hier von Haus aus auch eine automatisierte, schnellere Aufheizzeit. Ja. Auch mit Tricks ist die Aufheizzeit hier nicht so schnell. Allerdings würde ich sagen, ist hier der erste Espresso mindestens, wenn nicht so, genauso gut, wenn nicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen stabiler in der Temperatur. Und auch der zweite noch, während hier dann der zweite noch nicht so stark ist. Allerdings eben dann in der längeren Aufheizzeit hat die ihre Vorteile. Hier geht auf jeden Fall das Tropfschalenrennen an die Victoria, ohne Frage. Design, Ästhetik ist wiederum eine Frage, die müsst ihr selber beantworten. Stromverbrauch, Energieverbrauch ist der gleiche, das unterscheidet sich nicht wesentlich. Hier haben wir eine bisschen schnellere Umschaltmöglichkeit von Espresso zu Milchschaum, haben dann auch ein bisschen mehr Kraft, wobei die steht dem jetzt hier nicht wesentlich nach, sondern ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Power. Ich stelle gerade fest, das sind beides so Benjamin-Maschinen. Benjamin. Meistens Espresso, nie Cappuccino. Ja. Oder so meinst für du dich zu Hause? klein und kräftig? Beides. Aber das ist so, du trinkst ja auch mal zwischendurch einfach einen Espresso und dann ist gut. Ich glaube, das wäre so typisch für dich zu Hause. Also ich würde im Zweifel noch eine Diesen vorziehen, aber ja, wenn ich jetzt für mal einen Espresso zwischendurch, genau. ich finde das hattest ja auch schon die Ascaso Dream zu Hause. Da habe ich aber auch gestaunt. Weil, okay, die macht einfach guten Espresso. Ich habe einfach alles schon zu Hause gehabt. Lieber Michel, ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge geklärt für hier diesen Einkreiser-Vergleich zwischen Profitec Go und Lelit Victoria. Beides ordentliche Maschinen. Vorteile jeweils an unterschiedlichen Stellen, beziehungsweise einige Schwächen, aber doch durchaus solide Maschinen. Wir können sie euch beide empfehlen und ihr werdet damit Spaß haben und guten Espresso trinken. Und das machen wir auch gerade. Also wir trinken jetzt einen Cappuccino, aber das hat Spaß gemacht. Ja, wir haben übrigens 3 Spitz gebrüht. War auch mega lecker. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr mal mit einer Maschine eine kleine Einführung braucht, beziehungsweise die auch noch mal ein bisschen präziser verwenden möchtet, wir bieten Kurse nicht nur in der Schweiz, in Basel an, sondern jetzt immer wie mehr Kurse auch in Dienstlaken bei uns beim Standort, der ist im Ruhrpott. Und da kommt das Kursleiterinnen-Team, also von Nathalie über Nadia für Sensorik- und Latte-Art-Kurse bis hin zu Andrea, Moritz oder mich für die Homebarista-Kurse. Gibt's einmal das komplette Setting. Und das könnt ihr da machen und wir freuen uns, wenn wir euch dann auch live mal treffen und außerhalb von diesem Video. Wir sagen Danke euch, viel Spaß, habt eine gute Woche, trinkt leckeren Kaffee, tschüss und bis bald. Foto! Hast du jetzt mit dem blauen Ich habe extra so gemacht, dass du es nicht siehst. Nein, also das hast du es auf der Kamera. Scheiße, ich hab's noch extra so versteckt. Weißt du, schon nur der Gedanke zu verstecken, wie man mit meinem Milchlappen einen Tisch putzt. Ich schäme mich so.